In Nordrhein-Westfalen soll in Pressemitteilungen der Polizei künftig die Nationalität von Tatverdächtigen genannt werden. NRW-Innenminister Herbert Reul plant laut WDR dafür, den Medienerlass entsprechend zu ändern. Reul wolle durch die Nennung der Nationalität mehr Transparenz schaffen und die Polizei bei ihrer Arbeit entlasten. Bei Presseanfragen werde oft nach der Nationalität gefragt, die laut Pressekodex bei der Berichterstattung aber keine Rolle spielen soll. Allerdings weist die Kriminalstatistik eine zunehmende Zahl von Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund aus. Die neue Regel soll in Nordrhein-Westfalen angeblich ab Herbst gelten. Und darüber möchten wir sprechen. Zugeschaltet ist Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Schönen guten Tag. Hallo, Frau Pochhammer. Grüß Gott. Herr Trom, was halten Sie jetzt von dem Vorschlag Ihres Parteikollegen Herbert Reul und was verspricht man sich davon? Ich halte das für überfällig. Die Polizei, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen, mit Innenminister Reul schafft endlich Transparenz. Ja, es gehört einfach zur Berichterstattung, gehören die wesentlichen Merkmale von Tätern, Tatverdächtigen dazu. Und dazu gehört natürlich auch die Staatsangehörigkeit. Und ich glaube, nichts ist Schlimmeres, als wenn darüber spekuliert wird, wenn etwas im Unklaren bleibt. Und deswegen ist es richtig, wenn man regelhaft die Staatsangehörigkeit, die Herkunft des Täters, des Tatverdächtigen nennt. Allerdings sagt ja nun der Pressekodex nicht ohne Grund, die Herkunft darf eben nur eine Rolle spielen, wenn sie relevant ist, um die Hintergründe einer Tat zu verstehen. Wann genau ist das denn in der Praxis tatsächlich der Fall? Können Sie da konkrete Beispiele nennen? Genau darüber streiten sich ja immer wieder die Gelehrten, um es so einmal auszudrücken. Manche Medienunternehmen und Medienvertreter benennen öfters die Herkunft und die Staatsangehörigkeit, andere wieder nicht. Und deswegen muss die öffentliche Hand hier, Polizei, für Transparenz und Klarheit sorgen und eben die Staatsangehörigkeit nennen. Wer das dann verbreitet, also die Medien, das ist in ihrem eigenen Ermessen. Aber ich nehme wahr, auch in der Bevölkerung, dass man schon gern die Hintergründe einer Tat kennen will. Und dazu gehört eben die Herkunft, die Staatsangehörigkeit dazu. Vor allem Linke und Grüne sorgen sich ja nun auch vor einer Verallgemeinerung, vor genereller Diskriminierung. Sorgen Sie sich gar nicht davor, dass das passiert? Ich glaube, es ist schlimmer, wenn wir es im Unklaren lassen, wenn es Spekulationen gibt. Und deswegen ist es vielleicht auch eine falsch verstandene Rücksichtnahme. Die Menschen wollen wissen, was in ihrem Land los ist. Und ja, Sie haben es angesprochen, die Zahl der Tatverdächtigen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, nimmt zu, nimmt in deutlichem Maße zu. Und zwar deutlich stärker, wie der Anteil von Ausländern an der Gesamtbevölkerung sich darstellt, ist mehr als doppelt so hoch. Und deswegen gehört neben beispielsweise Geschlecht, Alter und entsprechend äußere Merkmale eben auch die Herkunft, die Staatsangehörigkeit zu den zu benennenden Fakten. Allerdings muss man sagen, auch wenn man dann die Staatsangehörigkeit mit dazu nennt, ändern wird das an den Zahlen doch wenig. Naja, aber Transparenz ist zunächst einmal das Richtige und das Wichtige, um auch die Spekulation in der Öffentlichkeit etwas herunterzunehmen. Und auf der anderen Seite, wenn es um einen Tatverdächtigen sich handelt, der noch gesucht wird, dann ist das eben auch ein wesentliches Merkmal, um ihn vielleicht zu finden, um ihm habhaft zu werden. Deswegen halte ich es für richtig, wenn die Sicherheitsbehörden für maximale Transparenz sorgen. Und das würde ich mir im Übrigen von den anderen Landespolizeien und eben auch vom Bund wünschen. Können wir gespannt sein, ob tatsächlich da noch weitere Ministerpräsidenten oder der Bund noch nachziehen. Dankeschön, Herr Trom. Ich danke Ihnen.